Als Mason eines Tages mit seinem Geländewagen durch den Bandipur Nationalpark in Indien fuhr, bemerkte er nur wenige Meter vor sich etwas Ungewöhnliches. Ein einsamer Elefant stand dort und bewegte sich nicht. Mason war ein Tierarzt, der regelmäßig in dem großen Wildtierreservat patrouillierte. Er liebte seinen Job sehr, da er viel Zeit mit den unterschiedlichsten Tieren verbringen konnte, darunter Tiger, Leoparden und Elefanten. Der Tierarzt hatte eine einfache Routine bei der Arbeit. Die meiste Zeit des Vormittags verbrachte er damit, nach allen Tieren zu sehen und sie auf Veränderungen oder Auffälligkeiten zu untersuchen. Doch dieser Fall war anders. Der Elefant stand alleine herum, während seine Herde weit und breit nicht in Sicht war. Mason spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Er wusste, dass es das Beste war, dem Elefanten nicht zu nahe zu kommen. Also parkte er sein Fahrzeug und wartete. Währenddessen fragte er sich, warum dieses Tier ganz allein an diesem Ort verweilte. Möglicherweise war er von seiner Herde getrennt worden und wartete nun geduldig auf deren Rückkehr. Experten haben festgestellt, dass Elefanten bestimmte Orte aufsuchen, um dort auf Mitglieder ihrer Herde zu warten, in der Hoffnung, dass sie wieder zusammenfinden. Mason wartete geduldig im Auto und beobachtete aufmerksam die Situation. Aus wenigen Minuten wurde schnell eine Stunde. In diesem Moment bemerkte er, dass der Elefant völlig ruhig war. Er bewegte weder seine Ohren noch seinen Schwanz. Nicht einmal im geringsten. Normalerweise würden ruhende Elefanten oft mit dem Schwanz wedeln, um Fliegen fernzuhalten oder ihre Ohren in Richtung neuer Geräuschquellen richten. Doch dieser Elefant stand einfach regungslos da. Der müde Arzt fühlte sich in Versuchung, nach Hause zu gehen und den Elefanten zurückzulassen. Doch irgendetwas in ihm bewegte ihn dazu, an diesem Ort zu bleiben. Glücklicherweise tat er das, denn bei näherer Betrachtung wurde Mason schnell bewusst, dass mit diesem einsamen Elefanten etwas nicht stimmte. Aus der Entfernung konnte er nicht erkennen, was es war, doch aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung schrillten bei ihm sämtliche Alarmglocken. Also beschloss er, näher heranzugehen und nachzuforschen. Da er sich der Gefahr bewusst war, die mit seiner Entscheidung einherging, näherte sich Mason äußerst behutsam. Er fuhr so langsam wie möglich und bemühte sich, das Tier nicht zu erschrecken. Der Elefant hob den Kopf, als er die Autotür schließen hörte. Mason erstarrte, da er nicht wusste, wie das mächtige Tier reagieren würde. Der Elefant blieb jedoch ruhig, also verharrte Mason wie angewurzelt, bis das Interesse des Elefanten an ihm nachließ und dieser sich abwandte. Normalerweise wäre das der Moment gewesen, umzukehren und nach Hause zu fahren. Doch aus unerklärlichen Gründen zog es den Mann zu dem Elefanten hin. Er lehnte sich an sein Auto und wartete eine Weile, bis der Elefant sich abwendete. Dann verließ er das Fahrzeug und näherte sich dem riesigen Tier zu Fuß mit einem Fernglas in der Hand. Auf diese Weise konnte er das Geschehen beobachten, ohne dem Elefanten zu nahe zu kommen. Doch was er dann sah, schockierte ihn. Als die Linsen schließlich scharf gestellt waren, war Mason in Alarmbereitschaft versetzt. Sogar aus der Ferne konnte er erkennen, dass das Tier verzweifelt nach Hilfe schrie. Tränen rannen über sein Gesicht und zeichneten dunkle Spuren unter seinen großen Augen. In Eile rief der besorgte Mason das medizinische Team auf der Station an und berichtete ihnen von dem, was er gesehen hatte. Jetzt, da der Tierarzt endlich herausgefunden hatte, was mit dem Tier los war, war er sehr dankbar, dass er seinem Instinkt vertraut hatte. Wäre er weggelaufen, hätte er vielleicht nie erfahren, dass dieser Elefant dringend Hilfe benötigte. Überwältigt von dem plötzlichen Bedürfnis, dem Elefanten so schnell wie möglich zu helfen, schob er seine Angst beiseite und ging auf ihn zu. Das Letzte, was er tun wollte, war, den Elefanten noch mehr zu verängstigen. Also näherte er sich ihm ganz langsam. Bis er in die Nähe des Elefanten kam, tat das Tier nichts, sondern beobachtete den Mann nur mit einem traurigen Blick. Mason verschluckte seine eigenen Gefühle, als er Blickkontakt mit dem Elefanten aufnahm. Es war offensichtlich, dass das Tier große Schmerzen hatte. Es war wirklich herzzerreißend, das zu sehen. Da er nicht wusste, was zu tun war, kniete sich der besorgte Mann einige Meter von dem Elefanten entfernt hin und richtete einige tröstende Worte an ihn. Natürlich konnte das Tier nicht verstehen, was er sagte, aber aus seiner langjährigen Erfahrung in der Behandlung von Tieren wusste er, dass sie Gefühle und Absichten oft am Tonfall seiner Worte erkennen konnten. Wie es seiner Erfahrung entsprach, konnte Mason sehen, wie sich sein großer Freund körperlich entspannte, und so fuhr er fort, ihn mit seinen Worten zu beruhigen, während sie auf Hilfe warteten. Dann geschah etwas Unglaubliches. Der Elefant kniete sich auf den Boden und schien dem Mann sein uneingeschränktes Vertrauen zu schenken. Nach etwa 30 Minuten des Wartens bemerkte der Tierarzt 2 Fahrzeuge mit medizinischem Personal, die sich näherten. Er war erleichtert, dass der Elefant bald behandelt und hoffentlich von seinem Leiden befreit werden würde. Als sich das Hilfsteam näherte, stand Mason auf und ging auf sie zu. Er erklärte ihnen, was er gesehen hatte, und zeigte es ihnen. Als sie sahen, was ihn dazu bewogen hatte, um Hilfe zu rufen, waren auch sie völlig schockiert. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Der Elefant hatte einen großen Abszess an seinem Hinterteil und sie konnten sich nur vorstellen, welche unerträglichen Schmerzen er hatte. Das Ärzteteam machte sich sofort an die Arbeit. Sie begannen damit, das riesige Tier zu betäuben.
Aufgrund seiner enormen Größe und seines Gewichts konnten sie ihn jedoch nicht in die Klinik bringen. Als das Ärzteteam bemerkte, dass das Tier vollständig sediert war, traten sie sofort in Aktion. Sie legten den Abszess frei, verabreichten Medikamente und begannen mit der beruhigenden Behandlung. Sie arbeiteten zügig, denn der Elefant konnte jederzeit aus der Betäubung aufwachen und sich vor Angst auf sie stürzen. Gerade als sie ihren medizinischen Eingriff beendet hatten, bemerkte Mason, dass sich der Elefant regte. Schnell schlossen sie die Behandlung ab und kehrten zu ihren Fahrzeugen zurück, die einige Meter entfernt standen. Alle sahen zu, wie der Elefant langsam aufstand und versuchte, das Gleichgewicht auf seinen Füßen wiederzufinden. Als er sich einige Minuten lang nicht bewegte und keine Geräusche von sich gab, überkam sie die Sorge, dass etwas schiefgelaufen sein könnte. Doch nach einer Weile begann der Elefant langsam mit dem Schwanz zu wedeln, um dem Team zu signalisieren, dass sie gute Arbeit geleistet hatten. Alle jubelten, als sie das sahen, und beschlossen, sich auf den Weg zu machen, um am nächsten Tag für eine Nachbehandlung zurückzukehren. Doch als sie gerade dabei waren, ihre Autos zu starten, geschah etwas, mit dem niemand gerechnet hatte. Das riesige Tier kam langsam auf sie zu. Alle im Team waren angespannt, als er sich näherte, doch sie saßen einfach nur da und hofften, dass der Elefant einfach vorbeigehen würde. Der Koloss ging an den Fahrzeugen des medizinischen Teams vorbei und steuerte direkt auf Masons Auto zu. Als der Elefant an sein Fenster kam, streckte er seinen Rüssel hinein und umhüllte den Mann. Diese Geste schockte alle Teammitglieder, denn es schien, als würde sich der Elefant bei ihm bedanken, dass er Hilfe bekommen hatte. Dieser magische Moment brachte alle, die dabei waren, zum Weinen, besonders Mason. Nach ein paar Minuten ging der Elefant leise davon, während die Menschen ihn ehrfürchtig ansahen, dankbar für die einmalige Erfahrung ihres Lebens. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein wilder Elefant erkennt eine Frau wieder, die ihm vor Jahren das Leben gerettet hatte. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.